Ich habe schon seit meinem 25. Lebensjahr Pferde und vor 2 Jahren dieses Pferd gekauft, nachdem mein altes schon 30 war und nicht mehr leben konnte. Und am Anfang war es noch ganz durchschnittlich, aber mit den Monaten hat sich ein Zustand entwickelt, der immer schlechter geworden ist. Sie war nervös, sie war unruhig, sie war extrem schreckhaft bei kleinsten Geräuschen. Sie war teilweise stürmisch an der Hand, sie hat Menschen umgerissen, sie ist abgemagert, hat nicht mehr schlafen können, ist videoüberwacht, nicht gelegen, hat dann einen extremen Schlafmangel entwickelt. Es geht so weit, dass sie nachmittags zum Beispiel auf der Koppel umgefallen ist, aus Müdigkeit, mit der Kopf zum Boden und das Pferd zusammengebrochen. Und wir haben nicht finden können, was sie so stört. Das Futter war in Ordnung, sie war in Herdenhaltung mit regelmäßiger Bewegung, und dann hat mir mein Hufschmied den Alexanderhof empfohlen, und so sind wir hierher gekommen, weil es keine Möglichkeit, sie war praktisch unreitbar. Unreitbar ist ja noch das Stichwort. Bist du dann auch schwer abgebuckelt? Sie hat mich heruntergebuckelt, ich kann mich nicht erinnern, war bewusstlos im Krankenhaus und so weiter. Schwer verletzt, ja. Dann kam noch dazu, habe ich mir dann noch notiert, das Pferd. Sie hatte dann noch einen starken Ja, sie war im schlechten Zustand und hat und ganz am Schluss noch schwere Verletzungen, gehustet, weil sie irgendwie auf eine Mauer draufgesprungen und hat sich auf der Koppel, niemand weiß wie, schwer verletzt, musste in die Tierklinik. Genau, ein Loch im Knie. Hat gelenksnahe Verletzung. Oben und unten ganz starke Aufschürfungen gehabt, genau. Ziemlich dramatischer Zustand eigentlich. Ja. Genau. Der Josef hat es dann empfohlen, Genau. hier auf das Horse Protection Kompetenzzentrum zu bringen, und bist du dann mit dem Pferd gekommen. Und ja, ich schilder jetzt kurz meinen ersten Eindruck, den ich gehabt habe. Das Pferd war wirklich extrem abgemagert. Es hat dann einen massiven Gurtenzwang noch gehabt, das heißt, es war wie nicht so einfach nur widerwillig aufs Zugurten, sondern es war wie ein Elektroschock. Also das Pferd ist in Panik geraten, wenn sie den Gurt unten gespürt hat, speziell beim ersten Zugurten. Das war ganz heftig. Die Muskulatur war hart wie Beton, das ganze Pferd war irgendein harter Klotz. In normalen Schrecksituationen ist sie eher sofort in einen Panikmodus gefallen. Das heißt, sie war kleiner Schreck und sie war außer sich und kaum mehr hantierbar. Sie war wirklich angewidert vor Berührungen, egal wo man sie berührt hat, da ist der Schweif, da war der Widerwille, greife ich nicht an, das war ganz heftig. Dann haben wir das auch bald festgestellt, dass das Pferd nicht schläft, am Tag oft eingeknickt ist am Paddock. Und so die ersten Longierversuche, die waren halt sehr, sehr heftig. Also das war ein sehr starkes Buckeln. Aber dann sind wir es angegangen. Die ersten Maßnahmen, die wir gemacht haben, war, das Pferd wirklich so zur Ruhe kommen zu lassen, wo immer wir das bieten konnten. Das war auf jeden Fall mal eine Box, eine große Paddock-Box, aber am Rand vom Stall und mit einer idealen Boxennachbarin, die dann auch ihre Koppelpartnerin war. Also sehr, sehr behütet, Stress weg. Sie war dann am Schluss, glaube ich, sehr lange in Gruppenhaltung auch. Das war auch nicht günstig. Optimal für dieses Pferd, weil der Herdenstress dann noch dazu kam oder vielleicht ein Mitauslöser war. Wir haben dann sogar noch das Fenster verhängt, damit kein Licht hereinkommt in der Nacht und auf der anderen Seite ein bisschen Straßenverkehr ist. Alles, was irgendwie zur Ruhe bringen kann. Und dann haben wir mit gut dosiertem Longiertraining begonnen. Das war nämlich trotz der Verletzungen Gott sei Dank möglich, weil sie nicht gelahmt hat. Das heißt, Bewegung war möglich, trotz diesem riesengroßen Lochs, was der im Knie auch gehabt hatte, haben wir es bewegen können. Haben dann dabei wirklich einen Muskulaturaufbau geschafft, vor allem auch durch starkes Zufüttern, vor allem Wiesenkops, Rübenschnitzel haben wir dazu gefuttert und Kraftfutter in Getreide- und Müsliform. Das haben wir sehr stark dazu gefüttert. Es war übrigens auch sowieso nur Longiertraining möglich, weil das Pferd war psychisch nicht reitbar, das war einfach nur gefährlich, hochgradig gefährlich. Und das zweite war kein Fleischstart, das heißt der Sattel wäre nur auf den Knochen gelegen, das war einfach nicht möglich. Ja, dann haben wir als Zwischenresümee eigentlich schon mal ein gutes Zwischenergebnis nach 2-3 Monaten gehabt.
nämlich sie hat sich gewichtsmäßig ganz gut erholt, man hat gemerkt, sie ist auf einem guten Weg, die Muskulatur ist locker geworden, alles durch dieses vertrauensvolle, aber doch athletische Training. Das Thema ist ja immer lösen und sportlich aktivieren. Und dann wieder meinen Erwartungen. Ich habe damals gesagt, wie du es gebracht hast, ich setze mich auf das Pferd sicher nicht drauf. Ich kann es trainieren, kann eine Prognose abgeben, aber ich werde es wahrscheinlich nie reiten, viel zu gefährlich. Nach 3 Monaten bin ich geritten und es ist eigentlich richtig gut gegangen. Dann sogar schon ausgeritten. Wir waren im Wald unterwegs, im Gelände unterwegs. Aber, jetzt kommt noch ein ganz großes Aber. Die Psyche war verbessert, aber äußerst instabil. Das haben wir noch nicht zuordnen können, warum so extreme Rückschläge oft waren, wie fast in den Urzustand zurück. Wir haben es dann später festgestellt, Gott sei Dank, das kommt dann gleich noch. Dazwischen habe ich einen dieser Rückschläge doch bezahlt auch mit einem Sturz, der glimpflich ausgegangen ist. Schrecksituation, Pferd springt zur Seite und buckelt mich wirklich in hohem Bogen ab. Mit meinem Glück, dass ich am Asphalt auf den Beinen zum Stehen gekommen bin. War einfach ein riesengroßes Glück. Aber es war einer dieser heftigen Rückschläge. Und genau, wir haben vergessen zu erwähnen noch, wir haben sie auch tierärztlich untersuchen lassen, selbstverständlich. Nur um es zu erwähnen, die 2 Standardsachen, die man bei solchen Dingen oft macht, ist Magenuntersuchung. Magen und Eierstöcke. Genau, beides negativ. Magen war in Ordnung, Eierstöcke waren in Ordnung, das wird ja auch oft nachgesagt, wenn Stuten sehr hysterisch sind, dass von Magenentzündungen oder Zysten eventuell da Probleme herrühren könnten. Und auch sonst haben wir tierärztlich nichts feststellen können. Wir haben dann den großen Schlüssel gefunden, möchte ich mal sagen, weil in dieser ganzen Phase, wo wir verschiedene Dinge zugefüttert, wieder weggelassen haben, ist der Verdacht gekommen, es könnte am Futter liegen. Das Urproblem, das eigentliche Urproblem. Und wir haben uns dann dazu entschlossen, weil die Korrelation zwischen nervösem Zustand und Getreidefutter fast eindeutig war. Du hast ja auch gesagt, du hast es gekauft. Sie wurde vorher nur mit Heu gefüttert. Nur mit Heu. Und weil sie eigentlich immer ein bisschen schlecht bei Gewicht war, liegt es nahe, dass man Kraftfutter dazugibt. Und du konntest ja nicht wissen, dass sie das nicht verträgt, weil es schleichend schlechter und schlechter geworden ist. Bis in einen Zustand, wo, aber wer käme auf die Idee, dass das so viel Stress auslösen kann. Stress so extrem auslöst, genau, und das Zufüttern das Pferd abmagert. Also das war gar nicht so leicht, gar nicht eigentlich zum Rausfinden. Da sind wir hier im Laufe der Zeit eben drauf gekommen. Und von da an nur mehr bergauf. Darf ich das so sagen? Seit nur Heu. Genau, seit nur Heu haben wir eigentlich nur eine positive Entwicklung. Genau. Ja, jetzt sind 5, knappe 6 Monate vorbei. Jetzt kann man sagen, es ist schon viele Wochen stabil. Jetzt haben wir einen Zwischenzustand, würde ich mal sagen, aber der kann sich schon ganz gut sehen lassen. Ich beginne vielleicht noch mal kurz mit dem noch Negativen. Wir haben immer noch Angurtenzwang und zwar nur beim Angurten. Das ist eben auch ganz wichtig. Das ist keine physische Angelegenheit mehr, weil man kann nachher beim Reiten den Gurt wirklich kräftig anziehen, hat sie kein Problem damit. Aber das erste Andrücken darf nur passieren, wenn sie nicht angebunden ist und sich ein bisschen bewegen kann, weil der erste Druckimpuls löst immer noch dieses kurze Stressmoment aus und darum muss das ganz leicht sein. Dann heute war es ja gar nicht mehr, hast du gesagt, gell? Wenn man ganz vorsichtig darauf Rücksicht nimmt, muss man. Dann ist die Chance eine große, dass das langsam jetzt ausschleicht. Was haben wir? Ja genau, manchmal knickt sie noch ein am Tag. Das heißt, dass sie so ein bisschen im Stehen einschläft, das ist noch, aber macht mir persönlich jetzt keine großen Sorgen mehr, weil das eigentlich jetzt eine Nebenerscheinung noch nicht ist. Unoptimal, aber für die Rittigkeit scheinbar gar nicht. Für die Rittigkeit gar nicht. Keinen Einfluss hat. Genau. Was wir jetzt wirklich erreicht haben, ist, wir haben einen super Muskulaturaufbau. Das kann natürlich jetzt noch weitergehen, aber ein Grundfutterzustand, der ist jetzt einmal im grünen Bereich schon, könnte ein bisschen besser sein. Und Muskulatur hat sich ja sehr gut entwickelt.
Die fehlt, ist jetzt noch eher die Halsmuskulatur, aber das weiß man, das ist eine längerfristige Sache. Aber alles, was Kruppmuskulatur, Oberschenkel, Brustbereich, ist eigentlich in einem guten Zustand und sie kann wirklich Reiter gut tragen mittlerweile, ganz problemlos. Für mich ganz fein ist, oder was mich sehr freut, Berührungen erträgt sie wieder. Ganz leicht, genau, steht ganz ruhig da. Haben wir auch eine kleine Videoeinspielung dazu, wo ich das einmal zeige, dass man das Pferd jetzt überall berühren kann, was vorher Katastrophe war. Ganz toll ist, der Schweif ist ganz locker. Der Schweif war vorher so eingeklemmt, wenn man da irgendwie versucht hätte, runter einzugreifen, so hast du das Gefühl gehabt, das brechen die Finger ab. Und jetzt kann man den ganz locker anheben. Das athletische Longieren hat sich wunderbar bezahlt gemacht. Man sieht es hier, ich blende da auch hier einige Videos dazu ein, dass es sehr, sehr locker an der Longe mittlerweile geht, sehr gelassen geht und diese Lockerheit dann auch schon in eine etwas getragene Versammlung mitnehmen kann. Genau, und vor allem, und um das geht es ja letztendlich, oder ging es ja dir vor allem, du willst ja ein Reitpferd haben, ja. Du möchtest ja kein Handarbeitspferd haben. Und jetzt kannst du vielleicht sagen, wir haben heute ein paar Aufnahmen gemacht, wie fühlt sich jetzt für dich Reiten an, weil sie ist jetzt definitiv gut reitbar. Aber sprich du. Ja, wenn ich sie jetzt reite, sie ist auf mich konzentriert, sie ist nicht mehr wegen jeder Kleinigkeit abgelenkt, sie arbeitet mit, man hat das Gefühl, es macht ihr Freude, sie arbeitet gerne mit einem, sie ist weich im Maul, sie reagiert auf die Hilfen gut und es ist ein großes Vergnügen. So, ja. Macht für uns alle großen Sinn und ja, man hat ja nicht immer das Glück, wir haben das Glück gehabt, dass wir die Schlüssel finden. Einer der Schlüssel war auf jeden Fall, ganz auf das Pferd einzugehen, hinzuhorchen, hinzuschauen, mit Pferdeverstand und Erfahrung die Haltung so zu gestalten, dass es für das Pferd passt. Was braucht das Pferd? Fütterung war ein mittellanger Weg zu finden, was passt wirklich. Gute tierärztliche Betreuung, das war die Basis. Aufbauend war dann einmal noch wiederholt das athletische Longieren. Der Vorteil bei dieser Art des Longierens ist ja, dass ich eben auch ein rekonvaleszentes Pferd gut trainieren kann, auch wenn ich es nicht reiten kann, und zwar körperlich gut trainieren, dabei gleichzeitig Beziehung und Vertrauen fördern kann. Das geht alles in einem mit, das ist das Tolle an dieser Arbeit. Genau, und dann das Pferd muskulär so vorzubereiten, dass das erste Reiten dann gar kein Problem war, weil genug Muskulatur da war. Was wir sicher noch wissen, wer immer ist ja noch nicht ganz sicher, ob du das Pferd jetzt behalten möchtest oder nicht. Du weißt, ich empfehle es dir ja dauernd, weil so ein gutes Pferd gibt man ja nicht her eigentlich. Also mir wäre persönlich leid drum, aber solltest du das Pferd hergeben, dann wissen wir eines ganz genau, der zukünftige Besitzer oder die Besitzerin wird auf diese Erfahrungen unbedingt gut Bedacht nehmen müssen, aber dann sicher viel Freude haben. Große Freude am Pferd haben. Ja, soweit unsere Geschichte. Margarete, vielen Dank auch für dein Vertrauen. Gerne, ja. Weil das haben wir manchmal etwas strapaziert auch. Wir haben ja da Dinge auch ja, es hat schon Zeit gebraucht auch. Genau. Um auch für dein Verständnis, für dein Durchhalten. Das Durchhalten war ganz, ganz toll. Genau, und war ja auch kein unerheblicher finanzieller Aufwand, den du da jetzt betrieben hast. Aber wenn es sich lohnt. Genau, super. Vielen Dank, Margarete. Ja, ich freue mich auch.